Ab der Version 1.9.0 erhalten Sie in QFigures eine neue Funktion, um mit mehreren Datenbanken arbeiten zu können. Um die Datenbank auszuwählen, drücken Sie unmittelbar nach dem Doppelklick auf das Programm-Icon die Shift-Taste der Tastatur und ein Dialog erscheint, um eine Datenbank zu erstellen bzw. auszuwählen. In dem Fall erstellen wir jetzt erstmal eine. Sie sehen hier die Standarddatenbank, die grundlegend mit dem Programm angelegt wurde. Um eine neue Datenbank zu erstellen, klicken wir auf den Button. Ein Dialog geht auf mit der Benennung der Datenbank und wohin sie gespeichert werden soll. In dem Fall sagen wir jetzt einfach mal hier Test 2, sagen sichern. Jetzt können wir der Datenbank auch noch einen Namen geben, unabhängig vom Datenbanknamen. Sagen wir einfach mal Tutorial 1 und wir sagen mit ausgewählter Datenbank starten. So, die Datenbank wurde erzeugt, das wird hier im Dialog gezeigt und QFigures startet jetzt mit einer leeren Datenbank. Wir haben noch keine Daten importiert. Um wieder eine andere Datenbank auszuwählen, die Originaldatenbank, beenden wir das Programm. Machen wir nochmal einen Doppelklick und halten die Shift-Taste gedrückt. Wir sehen jetzt beide Datenbanken. Ich wähle jetzt die erste Datenbank aus, mit ausgewählter Datenbank starten und QFigures startet ganz normal. Welche Datenbank Sie geladen haben, sehen Sie hier oben im Fenster. In dem Fall ist jetzt in der Klammer Standard, im anderen Fall hat gestanden Tutorial 1. Sie können die Daten frei benennen und welche Datenbank Sie geladen haben, sehen Sie jeweils hier oben.